Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Biskuitstunde. Wir machen was Außergewöhnliches. Wir machen ein Fleischkäse mit Champignons. Für mich ist es was Außergewöhnliches, einen Fleischkäse zuzubereiten. Und dieses Mal nehme ich Champignons dazu und fülle damit den Fleischkäse sozusagen. Und weil ich schon öfters Fleischkäse gemacht habe, machte ich die Erfahrung, dass ich diese Formen für den Fleischkäse mit Backpapier auskleiden sollte, weil wenn ich das nicht mache, kriege ich den Fleischkäse richtig schlecht aus den Formen wieder heraus. Weiter bereite ich dann mal die Champignons vor. Da nehme ich Champignons aus der Dose. Die nehme ich nicht einfach, sondern ich übergieße sie mit kochend heißem Wasser, damit sie nachher eine bessere Bindung mit dem Fleischkäse bekommen. Dann geht die Vorbereitung weiter, indem wir 2 mittelgroße Zwiebeln schälen und in grobe Würfel schneiden. Die Zwiebeln werden nachher durch den Fleischwolf so richtig fein, weil wir sie nachher mit dem Fleisch durch den Fleischwolf lassen. Apropos Fleisch, wir nehmen jetzt das Rindfleisch, befreien das Rindfleisch von den Teilen, die wir nicht brauchen können, zum Beispiel Sehnen, und schneiden die in Fleischwolf gerechte Stücke. Dann geht's weiter mit dem Schweinespeck. Da nehme ich reinen Speck und den schneide ich ebenfalls klein. Also dieser Speck, der ist nachher richtig wichtig. Warum? Das ist ein Geschmacksträger nachher ohnesgleichen. Weil das Rindfleisch und das Schweinefleisch, die sind so richtig mager und deswegen benötigen wir diesen Speck. Ja, und auch das Schweinefleisch, das magere Schweinefleisch, das schneiden wir in Fleischwolf-gerechte Stücke. Und wenn dann die Pilze aus der Dose etwas zu groß geraten sind, dann schneiden wir die auch noch etwas kleiner. Bevor wir das Ganze jetzt durch den Fleischwolf lassen, vermischen wir das Fleisch vorher mit Gewürzen. Somit verwenden wir den Fleischwolf, um die Gewürze super gut im Fleisch zu verteilen. Natürlich sind hier super interessante Gewürze dabei, typisch für den Fleischkäse, wie zum Beispiel Kardamom, Ingwerpulver, Muskat und als Streuwürze verwende ich mein selbstgemachtes Brühpulver. Natürlich könnt ihr als Streuwürze Fertigstreuwürze verwenden, wie ihr wollt. Bevor wir jetzt an den Fleischwolf gehen, mischen wir dann das Fleisch in der Schüssel mal jetzt kurz durch, damit sich die Würze schon verteilt. Und wie schon gesagt, wir lassen das Fleisch jetzt durch den Fleischwolf durch. Und diesen Fleischwolf, den haben wir schon sehr, sehr lange von Bauknecht. Wahrscheinlich Mitte letzten Jahrhunderts haben wir den gekauft gehabt. Und der zieht so richtig durch. Der macht aus großen Mengen Fleisch richtig feines Hackfleisch, so wie wir den für den Leberkäse nachher benötigen. Und weil wir das Fleisch vorgekühlt haben, hat das Fleisch nach dem Wolfen gerade mal 6 Grad. Genauso kalt brauchen wir es, weil die Temperatur müssen wir im Auge behalten. Zur Orientierung, die Temperatur darf nicht höher werden wie 10 Grad.
Ja, und damit das nicht passiert, dass die Temperatur zu hoch wird, habe ich Eiswasser vorbereitet und Eis. Und schrittweise gebe ich immer beides hinzu, weil wir benötigen für den Fleischkäse auch Wasser, nämlich 1,2 Liter. Und zu dem Ganzen auch natürlich Pökelsalz. Da geben wir auch schrittweise insgesamt 60 Gramm Pökelsalz hinzu. Während wir dabei sind, das Ganze in die Schüssel zu geben, geben wir auch noch Knoblauchpaste hinzu. Die habe ich vorher selbst gemacht. Okay, wie ihr seht, das Fleisch hat jetzt eine Temperatur von ungefähr 2 Grad. Das ist genau die richtige Temperatur, weil wir lassen das Ganze jetzt für 25 Minuten laufen und somit entsteht ein Brät. Ein schön gleichmäßiges Brät, recht fein das Ganze. Und immer wieder geben wir das Eiswasser hinzu, beziehungsweise Eis bis 1,2 Liter Wasser sich im Brät befindet. So, zum Ende der 25 Minuten hat das Ganze nahezu 10 Grad. Genau richtig. Und wie ihr euch das vielleicht schon denken könnt, ich habe den Ofen schon auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Weil jetzt geben wir die Masse in die Fleischkäseformen hinein und geben währenddessen natürlich noch die Pilze hinzu. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt schon ein schönes Muster auf die Oberfläche reindrücken bzw. schneiden, aber ich verzichte dieses Mal auf ein Muster. Okay, zu der großen Fleischkäseform gebe ich jetzt noch 2 kleine Fleischkäseformen hinzu. In die habe ich ja den Rest hinzugegeben. Das sind ja insgesamt 5 Kilo Fleischkäse. Die 2 kleinen Fleischkäseformen, die hole ich nachher nach einer Stunde circa wieder heraus. Für später habe ich mit denen was anderes vor. Aber konzentrieren wir uns auf die große Form, die mit den 3 Kilo Fleischkäse brät. Und bei der Temperatur beim Backofen gehen wir folgendermaßen vor. Wir backen den Fleischkäse erstmal für 15 Minuten bei 160 Grad und dann schalten wir runter auf 125 Grad. Wir backen das Ganze dann für circa 3 Stunden, aber das ist nur eine Orientierung, weil wir messen die Innentemperatur vom Fleischkäse permanent, damit wir die Temperatur von 70 bis 72 Grad Innentemperatur erreichen und nicht überschreiten können. Weiter pinseln wir am Anfang noch die Oberfläche mit ein bisschen Öl ein und dann lassen wir diesen Fleischkäse im Backofen vor sich hin backen. Okay, es ist circa eine Stunde rum.
Die Temperaturüberprüfung ergibt, dass die zwei kleinen Fleischkäseförmchen fertig sind. Die haben die Temperatur erreicht und kommen jetzt raus. Der Rest geht wieder rein, sprich die große Form. Wir möchten auch, dass die große Form nachher schön knusprig wird. Und deswegen geben wir dann wenn die Innentemperatur von 70 Grad bald erreicht wird, sprich nur noch ein paar Grad fehlen, dann schalten wir den Ofen hoch auf 220 Grad Oberhitze und lassen das Ganze für 10 Minuten lang im Backofen. Somit rösten wir dann noch die Oberfläche, kurz bevor Schluss ist. So, der Fleischkäse ist nun fertig. Jetzt holen wir ihn aus dem Backofen heraus. Dann lassen wir ihn einfach noch ein bisschen ruhen, sodass wir ihn dann aus der Form herausholen und anschneiden können. Aber bevor wir das tun, schaut mal her, wie lecker der jetzt aussieht. Da freue ich mich wie ein kleines Kind, den jetzt aus der Form herauszuholen. Und das Schöne ist dabei, das was übrig bleibt, kann man super einfrieren. Also sprich für später hat man immer wieder was davon, wenn man gleich so eine große Menge macht. Und auch von innen sieht er super lecker aus. Also ich bin so richtig zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von einer bis zur Stunde. Und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.